Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute möchte ich euch eine meiner absoluten Lieblingstorten vorstellen. Das ist nämlich meine Zitronen-Sahnetorte. Lieblingstorte deswegen, weil ich sie immer wieder essen kann. Und ihr wisst ja, ich backe nie gern etwas zweimal. Und wenn ich es dann doch tue, dann muss es wirklich ein super Rezept sein. Es ist schnell hergestellt und besteht aus einem fluffigen Biskuit und einer super leichten, zitronigen Zitronensahnecreme. Theoretisch könnt ihr das Rezept heute noch zubereiten. Dann steht es heute Mittag bei euch auf der Kaffeetafel, auf dem Ostertisch oder auch für morgen. Oder auch für jeden anderen Anlass. Diese Torte ist einfach super geeignet. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich zeige euch jetzt die Zutaten. Ja, und das hier sind die Zutaten für den fluffigen Biskuit. Im Prinzip ist es mein Biskuitrezept mit ein bisschen veränderten Zutaten, aber ihr geht genauso vor. Und das hier sind die Zutaten für Füllung und Dekoration. Die Dekoration ist dabei optional. Ja, und jetzt fangen wir mal hier an. Wir brauchen 4 mittelgroße Eier, die sollten schon Zimmertemperatur haben, wie immer. 125 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Vanillezucker, ich nehme da immer meinen selbstgemachten, 75 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke und 1,5 Teelöffel Backpulver. Hier ist die Prise Salz drin. Ich habe mir ein neues Salzgefäß gekauft, finde ich total süß. Ich hatte immer so ein hässliches und jetzt ist es ein richtig schönes. Für die Füllung benötigt ihr 8 Blätter Gelatine. Ihr könnt die selbstverständlich auch durch Gelatine fix oder Agar oder Agatine ersetzen. Dann benötigen wir Buttermilch, 300 Milliliter, 150 Gramm Zucker, Zitronenschale, da nehme ich einfach den Abrieb von einer Bio-Zitrone und 110 Milliliter Zitronensaft frisch gepresst. Und auch für die Dekoration könntet ihr euch noch ein paar beiseite legen. 4 Becher Sahne, also 800 Gramm. Ich habe immer 1000 da, ihr wisst es ja, für die Dekoration noch am Schluss. Marzipan-Rohmasse und Schokoladeneier. Das aber nur optional, wenn ihr die Torte so verzieren wollt. Da benötigt ihr vielleicht auch noch kleine Ausstecher. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Ich habe hier so ganz mini kleine Ausstecher für das Marzipan und damit kann man sich dann eine Marzipan-Deko auf die Torte setzen. Ihr könnt die Torte natürlich auch nicht österlich dekorieren. Die passt auch zu jedem anderen Festtag. Und dann nehmt ihr einfach Sahnerosetten und die kleinen Zitronenviertel und vielleicht noch einige Blättchen Melisse obenauf. Melisse oder Minze, das passt beides gut. Und wenn ihr das im Garten habt, könnt ihr es gerade pflücken gehen. Und wer das nicht hat, der kann auch gehackte Pistazien dafür nehmen. Was wir jetzt noch benötigen, ist natürlich eine 26er Springform. Da sollte unten ein Backpapier eingespannt sein, denn wir backen jetzt erstmal unseren fluffigen Biskuit. Und da geht ihr nach meinem Rezept vor. Ich verlinke euch das hier oben und schreibe euch es auch in die Infobox unten rein. Schaut euch dazu auch nochmal mein Video an. Denn da in dem Video, das ist ein Grundlagenvideo, erkläre ich alle Tipps und Tricks zum Gelingen eines guten Biskuits. Zunächst mal trenne ich mir die Eier. Ich verwende immer Bio-Eier und möglichst frische Eier. So, den Ofen habe ich mir auch schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Das ist ganz wichtig, damit der Biskuit nachher nicht stehen muss. Einfach immer sofort vorheizen. Und jetzt geben wir uns das Eiweiß in die Schüssel. Die sollte fettfrei sein und sauber. Dazu kommt eine Prise Salz. Und jetzt habe ich natürlich Glück, jetzt kann ich hier dieses schöne Schälchen benutzen. Dann kommt der Zucker hinzu und der Vanillezucker. Und dann können wir uns das Ganze erstmal schaumig rühren. Und das dauert eine Weile, ungefähr 5 bis 10 Minuten. So, nach 10 Minuten Rührzeit sieht jetzt der Eischnee so aus. Also die Meringue ist richtig fest geworden. Jetzt könnte die Eigelb nach und nach hinzugerührt werden. Und zwar dafür die Maschine auf niedriger Stufe laufen lassen, damit wir uns den Fluff nicht rausschlagen. Ja, und bis sie alle verrührt sind und dann gleich ausmachen und dann brauchen wir die Maschine auch nicht mehr. So, und das reicht auch schon. Und jetzt können wir ohne Rührmaschine weiterarbeiten, denn wir müssen jetzt nur noch das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver miteinander vermischen, über die Masse sieben und das Ganze unterheben. Einmal gerade alles schön runterkratzen und wir können uns die Masse aus der Maschine holen. Und jetzt kommt das Mehl in eine Schüssel und die Stärke und das Backpulver. Das Ganze jetzt gerade miteinander vermischen, dass es schön miteinander verteilt ist und nicht an einer Stelle ganz viel Stärke ist und an einer anderen Stelle ganz viel Mehl. Und jetzt können wir das über unsere Masse sieben. Ganz wichtig, dass es gesiebt wird, damit einfach noch mehr Fluff in die Masse reinkommt. Jetzt heben wir uns das alles miteinander schön unter.
Nur so lange, bis alles Mehl verrührt ist und kein Schritt weiter, dann wir wollen ja unseren Fluff in der Masse behalten. Und ihr seht, ich gehe immer so von außen nach innen und dann höre ich auch schon auf zu rühren. Fertig fürs Backen. Die Ränder habe ich nicht gefettet, ganz wichtig, damit der Biskuit schön hochsteigen kann. Nur unten ein Backpapier eingespannt in die Form. Und das ist eine 26er Springform. Und ihr seht, wie schön fluffig die Masse ist. Perfekt. Genau so muss sie sein. Und jetzt können wir uns das Ganze noch schön glatt streichen. Und noch ein bisschen hin und her rütteln, dass es wirklich ganz glatt wird. Der Biskuit sollte jetzt so 25 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze gebacken werden. Den Ofen vor Ende der Garzeit nicht öffnen, am Ende die Stäbchenprobe nicht vergessen. Ja, und dann sollte alles klappen. So, der Biskuit ist fertig und sieht wunderschön aus, schön gerade gebacken und schön golden. Und ich habe schon die Stäbchenprobe gemacht und er ist also wirklich schön durchgebacken. Und ich lasse ihn jetzt in der Form auskühlen und schneide ihn dann wie immer raus. Weiter geht's mit unserem Ostertörtchen. Ich habe den Boden über Nacht ruhen lassen, wie immer, und schneide ihn mir jetzt zweimal quer durch, damit ich 3 Böden erhalte. Und dann kann ich mir auch schon die leckere zitronige Zitronencreme anrühren. Und dafür brauche ich dann Buttermilch, Zitronensaft und Schale und die Gelatine, die sollte natürlich dann eingeweicht werden. Und dann natürlich am Ende die Sahne, die heben wir uns dann noch unter. Und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Wie immer schneide ich mir den Boden mit meinem Tortenblitz hier durch und zwar auf 1,5 cm erstmal. Der Boden ist nämlich so ungefähr 5 cm hoch und da passt das dann ganz gut. Können wir uns den abheben und ihr seht, wunderbar fluffiger Boden. Den teilen wir uns auch nochmal ungefähr auf der Mitte, also 1,5 schätze ich mal. Ja, das könnt ihr hinhauen, vorsichtig, denn das ist jetzt wirklich recht dünn. Erstmal vielleicht eine Führrinne schneiden, dann geht es einfacher. Wenn euch das so kompliziert ist, könnt ihr natürlich auch nur 2 Böden schneiden. Das geht genauso. Dann füllt ihr halt die Creme zwischen die Böden. Aber ich finde es beim Anschnitt immer schöner, wenn es 3 sind. Das sieht dann richtig festlich aus. Und dann können wir uns den wieder abheben. Und die sind jetzt recht dünn, die Böden. Wie gesagt, vielleicht wollt ihr auch lieber nur 2 machen. Oder alternativ könnt ihr einfach mein Biskuitrezept, das originale Backen mit den 6 Eiern, das gibt euch einen höheren Boden und den könnt ihr auf jeden Fall 3-mal teilen. Ja, und jetzt machen wir uns an die Füllung und dazu brauchen wir jetzt die Buttermilch, den Zitronenschalenabrieb, die 110 Milliliter Zitronensaft, frisch ausgepresst, dann den Zucker und kaltes Wasser. Da werden wir jetzt die Gelatineblätter drin einweichen und zwar 8 Stück. Das dauert so etwa 5 Minuten, dann sind die schön weich. Dann drücken wir sie uns aus und können sie dann auflösen. So, und dann geben wir uns jetzt die Buttermilch in die Schüssel. Den Zitronenschalenabrieb. Den frisch gepressten Zitronensaft. Und den Zucker und verrühren das Ganze miteinander. Und wenn die Gelatine nach den 5 bis 7 Minuten schön weich ist, dann können wir sie ausdrücken. Einfach gerade so in die Hand nehmen, keine Angst. Und zwischen den Fingern ausdrücken. Und es ist auch nicht schlimm, wenn noch ein bisschen Flüssigkeit drin bleibt. Und in ein Gefäß geben. Und ich mache das immer in der Mikrowelle. Ich wärme die gerade kurz auf. Bei 600 Watt 20 Sekunden. Und dann ist die Gelatine auch schon aufgelöst. Ihr könnt es ja nochmal verrühren, damit ihr auch wirklich sicher geht, dass kein Klümpchen drin ist. Aber ihr seht ja, es ist einfach total flüssig geworden. Ja, und jetzt müssen wir die Temperatur angleichen. Das ist ja jetzt warm oder fast heiß und das ist kalt. Und wenn wir jetzt die Gelatine hier so reinrühren würden, dann würde es anfangen zu klumpen. Deswegen müssen wir jetzt das umgekehrt machen. Wir rühren ein bisschen was von der Masse hier, 3 Esslöffel ungefähr, in die Gelatine und dadurch gleicht sich die Temperatur an und wir können die Gelatinemasse dann wiederum da hineinrühren. Am besten gebt ihr euch die 3 Esslöffel in ein separates Gefäß, dann könnt ihr besser schütten und gleichzeitig rühren. Das ist immer so das Problem, dass man nur 2 Hände hat. Und das jetzt hier hineingeben, unterrühren. Dann klumpt auf jeden Fall nichts. Und wenn ihr denkt, das ist noch zu warm, könnt ihr auch noch ein bisschen mehr dazugeben. Also dass auf jeden Fall die Temperatur sich so ein bisschen angleicht. Gerade wenn die Zutaten vorher aus dem Kühlschrank kamen.
die Buttermilch und so weiter, dann ist sie halt schon sehr kalt. Und wenn die beiden Flüssigkeiten so ungefähr dieselbe Temperatur haben, dann können wir jetzt hier die Gelatine-Mischung in unsere Flüssigkeit einrühren. Am besten anfangen zu rühren und dann einrühren. Perfekt. Und ich stelle das jetzt nochmal kalt in den Kühlschrank, damit es einfach schneller geht mit dem Gelieren. Ja, und jetzt geben wir uns die 600 Gramm gekühlte Sahne in die Rührschüssel und schlagen sie gerade schön fest. Mal schauen, ob sie steif genug ist. Ja, die kann noch ein bisschen. Ja, und so schön fest sollte die Sahne sein. Sie bleibt einfach im Rührer hängen und ist schnittfest. Und jetzt können wir uns die Buttermilch-Gelatinemasse unterrühren. Und ich gebe die jetzt einfach dazu. Die ist schon leicht fest geworden. Man sieht, dass sie dicker wird. Die Buttermilchmasse nicht länger als eine Viertel bis eine halbe Stunde maximal im Kühlschrank lassen, denn sonst wird sie zu dick und ihr könnt sie schlecht noch mit der Sahne verrühren. Und das jetzt gerade nur unterrühren, kurz. Ich zeige euch das lieber mit dem Spatel, da sieht man es besser. Also gerade unterheben und es duftet mega, mega lecker. Wenn ihr alles schön miteinander verrührt habt, dann kann jetzt die Torte gefüllt werden. Tortendrehplatte, Tortenpappe, den ersten Boden darauf geben. Ihr könnt die Tortenpappe natürlich auch zuschneiden, dass man sie nicht so sieht und dann den Ring drum stellen und festziehen. Gucken, dass er wirklich fest ist, dass nicht Lücken bleiben, dann sieht es schöner aus beim Rausholen. Man kann die Torte dann auch als Naked Cake servieren. Und was ich jetzt noch mache ist, um die Torte einfach leichter zu handeln, ich schiebe jetzt noch meinen Tortenretter hier unter diese Tortenpappe. Und das macht es dann viel, viel einfacher, mit der Torte umzugehen, sie eventuell auch einzufrieren und so weiter. Also sie lässt sich dadurch einfach viel stabiler bewegen, weil sie wird ja dann schwer. Und wenn ich nur die Tortenpappe drunter hätte, dann wird mir das jetzt hier schwierig, dann hätte ich jetzt Probleme. Und so kann ich sie einfach gut transportieren am Schluss. Ja, und jetzt können wir uns die Torte auch schon füllen. Die Creme ist fertig und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, die Torte zu füllen. Ihr könnt entweder oben mit Creme abschließen oder ihr schließt oben mit einem Boden ab, dann müsst ihr halt entsprechend füllen. Und bei der ersten Methode, die ich euch jetzt zeigen werde, hat man ja oben dann eine Schicht Creme und die werde ich dann dekorieren. Die ist leicht zitronig, aber ich finde es schön und ich finde, das gibt der Torte einfach einen super schönen Look. Ein Drittel Boden, ein Drittel Boden, ein Drittel. Ungefähr. Ihr könnt es natürlich auch abwiegen. Ich mache das immer Pi mal Daumen. Das Ganze dann schön glatt streichen. Das könnt ihr mit dem Löffel machen oder auch mit eurer Winkelpalette oder wie auch immer. Jetzt kommt unser mittlerer Boden oben drauf. Den habe ich mir jetzt auf einen Teller gegeben, weil ich keine 3 Tortenritter habe. Also vorsichtig andrücken, dass die Creme nicht rausquillt, dass aber alles gleichmäßig schön verteilt wird. Wieder ein Drittel der Creme. 1, 2, 3, 4. Und das Ganze wieder schön verstreichen. Diesmal habe ich jetzt meine Winkelpalette. Jetzt geben wir uns den letzten, den finalen Boden oben auf. Den auch wieder vorsichtig andrücken. Und jetzt kommt das letzte Drittel der Creme auf den Boden. Also einfach der Rest. Und das duftet einfach Wahnsinn. Ich kriege da richtig Appetit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei zitronigen Sachen. Ich liebe zum Beispiel auch herzhafte Sachen mit Zitrone. Zum Beispiel das griechische Zitronenhuhn, was ich immer mache zu Weihnachten bei uns. Das findet ihr bei mir auf dem Blog übrigens. Und wieder mit der Winkelpalette glatt streichen. Und das muss jetzt wirklich richtig glatt sein, denn so wird die Torte jetzt in die Kühlung gestellt. Für 3 bis 4 Stunden, denn sie muss ja erstmal fest werden. Dann können wir sie erst aus dem Ring rausschneiden. Und ich stelle sie mir jetzt einfach so in meiner Tortenbox in den Kühlschrank und lasse sie einfach über Nacht fest werden. Aber wie gesagt, 3 bis 4 Stunden reichen auch. So, der letzte Schritt ist angebrochen. Wie immer habe ich die Torte über Nacht stehen lassen und jetzt werde ich sie final dekorieren und werde mir dafür einfach 250 Gramm Sahne mit ein bisschen Sahnefest und Vanille- oder Tonkazucker, könnt ihr einfach auswählen, was ihr wollt, steif schlagen und dann den Rand dekorieren und oben auf die Rosetten spritzen und dann natürlich noch die Zitronenscheiben und gegebenenfalls das Marzipan aufsetzen. Aber ich denke fast, ich werde sie ganz pur lassen, damit ihr einfach sie im ursprünglichen Zustand seht und ihr könnt dann ja noch einfach weiter österlich dekorieren. Was ich noch machen werde, ist im Garten ein paar
schöne Minzeblättchen pflücken oder Melisse, mal sehen, was schon da ist. So früh im Jahr ist da noch nicht so viel. Die kommen dann auch noch als schöner grüner Farbtupfer oben auf. Als erstes schlage ich mir die Sahne natürlich steif. Okay, die Sahne ist schön steif und die fülle ich mir jetzt zum Teil in diesen Spritzbeutel. Da habe ich vorne eine Sternhülle dran gemacht und den Rest streiche ich mir um den Rand herum. Den Spritzbeutel stelle ich mir jetzt so lange noch kalt und mache erstmal die Seiten fertig. Dazu schneide ich mir jetzt die Torte erstmal aus dem Regen vorsichtig mit einem scharfen Messer. Einmal rumgehen. Dann den Tortenring öffnen. Und so sieht unser Törtchen jetzt aus. Gefällt mir wirklich gut. Ich liebe das, diesen Streifen-Look. Ist einfach immer toll. Könnte man natürlich wie immer als Naked Cake auch servieren. Gar kein Problem. Und dann hier oben die Verzierung machen. Oder auch einfach wirklich nur so. Ganz, ganz simpel. Aber wie gesagt, hier wird jetzt noch die Sahne drum kommen. Und dann hier oben machen wir uns noch eine schöne Dekoration. Aber zunächst mal werde ich mir die Torte wieder einteilen, wie immer in 16 Stücke. So, vorsichtig wieder rausziehen. Super. Wunderbar, da kann man nachher auch schön dekorieren und schön schneiden. Und jetzt kommt die Sahnedekoration an den Rand. Wenn ihr die Torte jetzt so schön eingedeckt habt mit der Sahne am Rand, dann könnt ihr noch gucken, da sind vielleicht noch Lücken, das noch ausbessern und wenn das alles fertig ist, dann könnt ihr am Rand entweder die Zitronenscheiben anbringen oder eben mit einer gezackten Teigkarte ein Muster einziehen und das werde ich heute so machen. Aber erstmal noch wirklich richtig fertig kriegen und die Lücken bestreichen. Und da braucht man für die Teigkarte ein bisschen mehr Sahne als normal. Also wenn man jetzt Krokant anbringen würde oder Mandelblättchen, oder Kokos, bräuchte man etwas weniger Sahne. Aber wenn man jetzt ein Muster einziehen will, braucht man natürlich etwas, um wieder abzuziehen. Und ich ziehe die Torte jetzt erstmal mit einer normalen Teigkarte ab. Ganz vorsichtig und nicht zu viel, dass sie wirklich glatt ist. Und jetzt gehe ich mir mit der Zacken-Teigkarte durch. Die Torte ist gezackt abgezogen. Man sieht es wahrscheinlich in der Kamera jetzt nicht so besonders gut. Ja, und jetzt machen wir uns an die Oberfläche der Torte und dann sind wir auch schon fertig. Und dann nehme ich mir jetzt meinen Spritzbeutel und spritze einmal auf der Seite zum Üben. Okay, es geht los. Ich mache jetzt etwas größere Rosetten, damit ich auch wirklich dann die Zitronenviertel drauf kriege, sonst passen die nachher nicht. Und ihr seht, wie ich es mache. Ich gebe Druck, drehe etwas und lasse den Druck nach. Dabei die linke Hand führt und die rechte gibt den Druck. Ich werde jetzt hier oben noch einen kleinen Blütenrand dran spritzen. Und ich werde mir hier unten jetzt noch einen kleinen Rand spritzen. Sehr, sehr klassisch. So kann man sie auch als Hochzeitstorte servieren zum Beispiel. Ich schneide mir jetzt noch die Zitronen zurecht und dann geht's ans finale Dekorieren unserer Torte. Dafür schneide ich mir jetzt möglichst gleichmäßig Scheiben aus der Zitrone. Jetzt werden die noch halbiert und geviertelt. Sonst sind sie nämlich viel zu groß und sehen nicht so schön aus. Also alles, was so groß ist, sieht nicht so toll aus. Was schön und zart und fein ist, sieht immer super aus auf Torten. Könnt ihr euch merken, als kleiner Tipp. Fertig sind unsere 16 schönen Viertel. Und die geben wir uns jetzt auf die Rosetten oben auf und dekorieren das Ganze noch mit den Minze- oder Melisseblättchen. Los geht's!
Tja, und jetzt könnt ihr in die Mitte weiße Ostereier setzen, einen kleinen weißen Osterhasen. Wenn ihr die Zitronenstückchen legt, könnt ihr auch auf jedes Zitronenstückchen noch einen kleinen ausgestochenen Hasen legen. Ich mache das jetzt nicht, sondern ich gebe jetzt nur noch in die Mitte einen Haufen Zitronenstückchen. Wild und verwegen, weil mir die Torte sonst zu ordentlich ist. So, jetzt kommt der allerletzte Schritt. Entweder Pistazien oder Melisse oder Minze als kleines Highlight auf der Torte, einfach als Farbkontrast. Ihr könnt es selbstverständlich weglassen. Wie gesagt, ihr könnt euch da vollständig verkünsteln oder auch nicht. Das Törtchen ist fertig. Immer ein schöner Moment, wenn man endlich mit dem fertigen Ergebnis dasteht. Eigentlich wollte ich euch noch zeigen, kleine Marzipan, Häschen, Eier und Küken. Die wollte ich aus Marzipan ausstechen. Das könnt ihr aber natürlich noch machen und sie an der Torte anbringen. Ich finde aber eigentlich passt es auch nicht so zu dieser Torte. Also überlegt euch, wie ihr es macht. Ich finde eigentlich besser, so wenn ich mir jetzt länger darüber nachdenke, dass weiße Schokolade dazu gut passen würde. Also weiße Schokoladeneier, wenn ihr die habt, einfach oben auf die Torte dekorieren und vielleicht einen weißen Schokohasen. Das wäre auch noch schön in der Mitte. Aber die Torte ist ja auch nicht nur für Ostern gedacht, sondern auch für viele andere Anlässe. Gerade auch im Sommer schmeckt sie wunderbar und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich sie euch so zeige. Dann werde ich das Törtchen mal anschneiden. Und da ist unser Törtchen. Super, super schön. Ich hoffe, ich kriege es jetzt heil auf den Teller. Und es fällt, glaube ich, gleich um. Die Torte ist jetzt bei mir nicht so gut gekühlt. Deswegen steht sie nicht so richtig gut. Ich schneide noch ein zweites Stück raus. Und ein drittes Stück. Und das bleibt jetzt hoffentlich stehen. Genau, hallo. Heute habe ich einen anderen Gast als sonst. Ist es nicht der Jo, sondern der Johannes, mein ältester Sohn. Also ich finde, schmeckt einfach super, super erfrischend. Ja, schmeckt wirklich erfrischend. Definitiv. Super österlich. Ja, sehr, sehr zitronig. Ist auf jeden Fall die perfekte Zitronentorte für alle, die Zitrone abgöttisch lieben. Man muss es natürlich mögen, sonst, aber dir schmeckt es auch. Ja? Ja. Also fluffiger Biskuitboden und dann diese zarte Zitronencreme, schon sehr, sehr lecker. Und ich finde sie für Ostern super geeignet, einfach wegen der Pastellfarben und auch sonst zu jedem Anlass. Das war unsere super leckere Zitronen-Sahnetorte. Ich liebe diese Torte. Wenn euch die Torte auch so gut gefällt und schmeckt wie mir, dann lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir noch einen netten Kommentar rein. Ich freue mich immer darüber. Schickt mir eure Fotos auf Facebook, auf Instagram. Das ist immer der größte Lohn für mich, wenn ich sehe, wie viele tolle Torten ihr nachbackt und wie die aussehen. Es ist immer wunderbar. Ja, und bis zum nächsten Sonntag. Da habe ich wieder etwas ganz Saisonales für euch. Sage ich viel Spaß beim Nachbacken und bis dann. Tschüss! Ach, süß, sauer bei so Torte. Ich liebe es.